Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Olli. 3 sehr ereignisreiche Wochen liegen hinter uns und es heißt schon fast wieder Koffer packen. Aber nach 33 Tauchgängen hier in Tulampen geht es jetzt nochmal mit Maske, Schnorchel und Flossen zum Schnorcheln. Ich habe lediglich meine GoPro an der Teleskopstange dabei und Tamara ist mit ihrer Canon ohne Licht und Blitz unterwegs. Einfach mal nur noch eine Runde schnorcheln und den Urlaub ausklingen lassen. Wir schnorcheln Richtung Osten an der Küste entlang, fast bis zum Drop-Off und schauen mal, was wir so vor die Linse bekommen. Zu moderieren gab es jetzt hier nicht wirklich viel, deshalb lasse ich euch jetzt mit den Bildern alleine, melde mich dann nochmal zum Ende, ja, und bis dahin genießt das Video. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
Das Knistern, was ihr hier so schön im Hintergrund hört, ist nicht das Rauschen einer alten Schallplatte, sondern Plankton. Ja, im Meer ist es nicht wirklich leise, denn alles hier macht Geräusche. Gerade nachts, also beim Nachtschnorcheln oder auch bei Nachttauchgängen, ist es besonders laut, denn da kommt auch noch das Plankton aus der Tiefe nach oben, um sich von den Algen zu ernähren, die tagsüber von der Sonne genährt wurden. Die gute alte Photosynthese. So, die Wassersportaktivitäten auf Bali sind hiermit beendet. War nochmal eine schöne Schnorchelrunde. Allerdings wäre es Richtung Westen doch vielleicht ein bisschen besser gewesen. Da haben wir den Coral Garden und kurz danach gibt es dann auch schon das Wrack der Liberty. Die kann man dann auch noch ein bisschen von oben beschnorcheln. Aber ich bin ja in ein paar Wochen wieder auf Bali und ich denke, da werde ich mal die andere Seite schnorchelnderweise für euch erkunden. Und die meiste Zeit bin ich eigentlich mehr so unter Wasser. Das Schöne am Schnorcheln ist ja, dass man zeitlich nicht so begrenzt ist wie beim Tauchen. Da muss man ja dann irgendwann hoch, wenn die Pulle leer ist. Das hat man hier beim Schnorcheln natürlich nicht. Allerdings ist man beim Schnorcheln nicht wirklich mit den Tierchen auf Augenhöhe.
und Nahaufnahmen sind da auch nicht so möglich. Und das Schlimmste an so einem Urlaub ist doch immer wieder das Kofferpacken, wenn man nach Hause muss. Zu Hause ist man ja in freudiger Erwartung, endlich in den Urlaub zu kommen. Ist zwar auch ein bisschen tricky, die Koffer zu packen, aber es ist halt nervig, wenn man dann nach 3 Wochen das ganze Gezumpel wieder in die Koffer stopfen muss. Beim nächsten Mal gibt es dann so ein kleines Rückreisevideo, das ist auch ein bisschen knapper ausgefallen als gedacht. Und wie immer ziehe ich ein kleines Schlussresümee. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.